Wie ist das bei euch? Ich bin überall der Chef. So, herzlich willkommen, Letizia und Patrick. Schön, sind ihr da. Mögt ihr euch vielleicht schnell zuerst vorstellen? Mein Name ist Patrick Grasak, ich bin 40, bin aus der Region von hier. Martin, wir kennen uns schon geschäftlich, wie jetzt auch anfangen, ein bisschen privat. Und freue mich hier mega, ein Teil von deinem Projekt hier zu sein. Ich bin die Letizia, ich bin 39 und die Frau von Patrick. Wir haben 2 Buben daheim und ich danke dir auch, Martin, für die Gelegenheit heute. Danke vielmals, dass ihr da seid. Wie lange sind ihr zwei schon zusammen? Wir sind mittlerweile 10 Jahre verheiratet und seit 16 Jahren zusammen. Genau. Und 16 Jahre ist eine lange Zeit. Was schätzt ihr aneinander am meisten, auch vielleicht in Bezug auf mittlerweile auch im Business-Kontext? Wir sind charaktermäßig sehr verschieden. Ich bin eher die freudige, die es nimmt, so wie es kommt. Patrick ist eher der es strukturierter gerne hat. So möglichst viel. Soll alles schön geradeaus laufen. Ich glaube eher das. Also ich schätze sehr an ihm, dass er mich immer wieder auffängt in meine Welt. Aber es scheint anscheinend zu passen, wenn es seit 16 Jahren klappt. So, Letizia, du hast italienische Wurzeln. Welche Werte nimmst du mit aus deiner Herkunft? Ja, es sind die Kleinigkeiten, die dir halt als Kind schon mal mitgegeben worden sind. Meine Eltern sind die erste Generation, die hierher gekommen ist, oder? Zum Arbeiten und wieder zurückgehen. Und dann hat man immer geachtet, dass man anständig ist. Die Pünktlichkeit, das Mittagessen ist sehr ein grosser, wertvoller Punkt gewesen, auch am Sonntag sowie durch die Woche. Ja, es sind halt Punkte, die dir mittlerweile auch im Alltag sonst sehr wertvoll sind. Die nehme ich sicher mal mit. Ferien in Italien natürlich, oder? Das ist das, was ich auch weitergebe, oder? Das ist von Generation zu Generation spannender, ob man geht oder nicht. Aber das habe ich jetzt auch seit 2 Jahren gemerkt. Wir sind jetzt immer wieder auf Italien und das richtige Runterfahren ist für mich dort, daheim. Patrick, was ist typisch italienisch bei euch im Alltag? Oh, ganz viel. Wir reden eigentlich sehr viel Deutsch daheim, bis es emotional wird. Dann tun meine Frau und meine Kinder auf Italienisch wechseln. Was aber auch sehr schön ist, es gibt ein bisschen Magie ins Haus, es gibt ein bisschen das Leben, ich genieße das sehr. Und was halt schön ist, wir leben sehr viel südländische Einflüsse, vom Essen bis zur Deko bis zum Lebensstil. Also ich bin einfach der festen Überzeugung, dass mehrere Kulturen das Ganze beflügeln und wir sind sehr multikulturell aufgestellt, auch im Freundeskreis. Und das macht das Ganze bunt. Auf deine Herkunft kommen wir noch. Redest du selber auch Italienisch? Nein. Das ist jetzt gerade schnell gekommen. Seit 16 Jahren nicht. Ja, ich bin glaube so eine Wundertüte. Also, meine Schwiegermutter hat auch schon gedacht, ich verstand es nicht. Man kann dann nicht mehr so einfach lästern auf Italienisch nach 16 Jahren am Tisch. Er versteht eben alles. Hey, ich würde sagen, wenn ich muss, dann kann ich mich sehr gut ausdrücken, so weit, dass ich von A nach B komme. Oder auch wenn wir in der Ferien sind. Meine Kinder gehen in Italienischunterricht, aber die lassen mich hängen in der Ferien, wenn die Letizia nicht dabei ist. Und dann muss ich auch, also das ist ja auch gut, oder? Aber ich bin jetzt nicht so, dass ich jetzt sagen kann, hey, nach den 16 Jahren kann ich jetzt so fließend Italienisch und so, gar nicht. Okay. Aber ich habe sicher dazu gelernt. Sehr gut. Letizia, du hast gesagt, also das heisst mit anderen Worten, sind eigentlich die zweite Generation. Habt ihr euch immer dazugehörig gefühlt in der Schweiz? Nein, absolut nicht. Das ist immer ein bisschen, ich bin in Brattelen aufgewachsen. Da hast du einfach die Viertel gehabt. Dort war die Viertel, wo alle Ausländer immer gelebt haben. Oder? Und wir untereinander, das war immer wunderschön. Ich habe sehr, meine Mutter ist sehr weltoffen. Da bin ich auch sehr dankbar, weil sie hat uns überall geschickt. Sie hat nie gesagt, nein, ihr geht nicht zu denen, dort geht ihr nicht oder dort geht ihr nicht. Und somit ist das für uns schon von klein auf gekommen, oder? Und dann hast du dich dort
natürlich in dem Ausländerkreis sehr dazugehört, aber sonst in der Schule war es immer ein bisschen schwerer gewesen, oder? Du bist auch anders immer wieder angeschaut worden, so. Auch als Italienerin, auch als schaffende Tochter von einer Familie, oder? Aber es ist immer ein bisschen schwer gewesen. Wir haben uns immer ein bisschen besser verhalten oder ein bisschen, wie sagt man, hast mir immer ein bisschen mehr machen für das, was du hast erreichen. Das ist schon so gewesen. Ja. Jetzt habt ihr euch vor ein paar Jahren entschieden, ins eiskalte Wasser zu springen. Habt eine Generalagentur übernommen von einer grossen Versicherungsmarke, die man in der Schweiz kennt. Mhm. Wie sind ihr zu dem gekommen? Ja, also das hat so angefangen, dass ich 5 Jahre vor dem Schritt mich entschieden habe, meinen Arbeitgeber und der Brand zu wechseln, zu dieser grossen Gesellschaft, die du angesprochen hast, und habe dann dort meine erste Führungserfahrung als Verkaufsleiter gesammelt. Und dort war es so gewesen, dass man einen Generationenwechsel forciert hat und auch gesucht hat, seitens Hauptsitz, Mutterhaus. Und dann bin ich dann nach ein paar Jahren, also sage ich nach 3 Jahren, bin ich in den Prozess gekommen von dieser Rekrutierung. Und so hat sich das entwickelt. Die Rekrutierung war ellenlang, weil immer wieder irgendwelche externen Einflüsse das gestockt hat. Und wenn ich jetzt zurückschaue, nochmal geht so eine Rekrutierung, sage ich, 3 Monate und ich 18 gehabt, oder? Und das hat schon Biss gefordert und auch Disziplin, weil das ist immens, oder? Weil das ist neben dem Alltag, den du sonst noch hast, ist das schon sehr nahrhaft. Das geht auch nur, wenn das rundherum daheim und so mitspielt und das mitmacht, oder? Geht das nicht. Letizia, du arbeitest ja mit dem Patrick mit. Genau. Also ihr seid zusammen im Geschäftsalltag und im Privaten. Genau. Wie hat sich euer Leben seither verändert? Es ist straffer. Es ist alles sehr straff, für mich. Sehr straff, aber Freizeit weniger geworden? Freizeit, ja, eben, weil ja, der Alltag auch, also das Geschäftsalltag nimmst du auch viel mal mit heim oder sonst das Private nimmst du im Geschäft mit. Und mittlerweile hat sich das gut eingespielt, aber es ist schon eine Hürde gewesen, weil zum Beispiel dir hat einfach die Zweisamkeit noch gefehlt, oder die Zeit für die Familie hat dir gefehlt. Und ich bin, wobei es fließt, es ist einfach dann auf einmal gegangen. Wir haben es jetzt nicht so irgendwie gesagt, ja nein, jetzt ist Geschäft und daheim, weil wir haben ja ganz viele Hürden gehabt, die wir müssen überwinden oder in dem Alltag. Hat es einen Moment gegeben, wo ihr gedacht habt, ich glaube, wir schaffen es nicht? Ja, ich denke, das hat jeder Unternehmer. Es gibt immer wieder so Momente, wo die kalt duschen, wo die völlig von neuen Tatsachen stellen. Und weißt, wenn du allein für die musst schauen, dann hast du relativ schnell den Ansatzpunkt, wie machen wir weiter. Aber wenn bei mir 40 Leute noch mit ihrem Einkommen dranhängen, ist das schon eine Verantwortung, die in den letzten Jahren extrem auf uns gelastet ist. Aber ich muss sagen, die Erfahrung hilft natürlich auch nach dieser Zeit, dass man heute Sachen anders anschaut als noch vor 2 Jahren. Und wir haben am Anfang auch nicht so einfach daheim. Ich meine, wenn du bist den halben Tag, wo du unterwegs bist du im Geschäft, normalerweise den halben Tag daheim. Also es sind wie 2 geschlossene Ökosysteme, oder? Und am Anfang ist das schon noch ein Lernprozess für beide extrem. Wie teilen wir das? Wie schaffen wir das, den Break zu machen, wenn wir heimgehen? Und am Anfang ist das nicht so einfach gelaufen, aber wir haben 2 Referenzen daheim, die reagieren sehr schnell, unsere Söhne, wenn es dann in eine Richtung geht, nur Geschäft. Die reagieren wirklich sehr schnell und das hat auch geholfen, aber jetzt sagen, hey, es war von Anfang an blendend und es war einfach, völlig gelogen. Also, was ich schwer gefunden habe, das ist auch so etwas. Ich war vorher so in einem geschützten Rahmen, weißt, so mit den Kindern und sonst im Freundeskreis. Und dann bist du nachher einfach, hey, du bist die. Weißt, du bist Frau von ihm. Wobei, das hat mich hat das nicht beschäftigt, weil ich bin mich selber war, oder? Aber du hast dich so müssen, du bist in diesem geschützten Rahmen,
ist dann irgendwann mal einfach kaputt gegangen, weißt? Weil du, oh ja, die ist das und ja, so und ja und das. Dass du nicht mehr, du hast, wie soll ich das erklären? Du bist wie eine öffentliche Person am Schluss, weißt? Ja. Und dann, ey, ja, so, dann hast du dich probiert irgendwie, mit drin sagst du, hey, stopp, nein, Moment, ich möchte meine Kinder schützen, ich möchte meine Familie schützen, ein bisschen Privatsphäre, weißt? Die ist dann einfach weg gewesen. Und das habe ich sehr schwer gefunden. Das ist das, wo ich denke, oh je, Moment, schnell, stopp, irgendwie, da, ich will nicht so viel offen geben, ich will, dass die Kinder auch normal aufwachsen, dass du in die Migros kannst, sonst musst du ja nicht immer Ohne so... dass du angehalten Genau, wirst. und, Oder Gespräch ja, vermittelt wirst. genau das. Das war so ein Punkt, wo ich ein bisschen, es hat mich nicht aus der Fassung gelassen. Aber du musst dich halt ein bisschen verstellen, ein bisschen benehmen. Das ist so ein kleiner Trick. Aber Wie treffen ihr als Paar Entscheidungen treffen? Ist das eher rational, ist das emotional oder ein Mix aus beidem? Es kommt ein bisschen darauf an, in welchem Bereich, im Privaten oder im Geschäftlichen. Das sind unterschiedliche Paar Schuhe. Im Geschäftlichen hast du viele rationale Entscheidungen. Du würdest sehr gerne viel mehr emotional entscheiden, aber dort ist halt schon die Frage, was macht Sinn auf die Zeit raus? Weil du entscheidest, wie gesagt, nicht nur für jemanden, sondern du entscheidest für eine ganze Gruppe von Leuten. Und im Privaten, dort können wir schon rational wie emotional mischen, weil dort sind wir 4 daheim. Und wichtig ist, dass es für uns 4 passt. Und Wie da oft sind seid ihr wir, euch denn einig bei Entscheidungen? hey, vielmal nicht, aber einmal hat der halt einen Kompromiss und einmal der, das ist wichtig. Ich bin fest davon überzeugt, egal welche Art von Beziehung, solange du miteinander schwätzt, ist gut. Und wenn du mit dem aufhörst, fängt es an. Und wenn du so schaust, das hat jeder von uns im Freundeskreis, so Beziehungen, wo du dann plötzlich hörst, sie sind auseinander, wo du denkst, wow, die sind ein Traumpaar gewesen, die haben nie gestritten, die haben nie Diskussion gehabt, du hast nie etwas Schlechtes gehört. Das sind genau die Beziehungen, die vielleicht auch viel früher in den Köpfen schon bröckelt haben. Und solange man sich miteinander aktiv auseinandersetzt, es darf natürlich nicht so sein, dass man nie eine Lösung findet, aber das ist wichtig. Wie ist es bei euch? Also, habt ihr eine klare Aufteilung? Bist du im Geschäft der Chef und Letizia daheim? Oder versucht ihr Entscheidungen immer gemeinsam zu treffen? Wie ist das bei euch? ich bin überall der Chef. Nein, gar nicht. Das Geschäft gehört ihm. Das ist etwas, wo ich ihn unterstütze. Wirklich, als Frau, als Partnerin, als Geschäftspartnerin. Ich unterstütze ihn da, wo ich kann. Das ist etwas, was er sich erschaffen hat. Da bin ich ihm gar nicht im Weg. Klar, natürlich eben gewisse... Ich habe meine Aufgabeneinteilung und er hat seine Aufgabeneinteilung. Das geht auch super. Aber das ist sein Ding. Daheim müssen wir halt schon miteinander entscheiden. Auch schon nur, dass wir etwas den Kindern mitgeben. Eben, da kommt jetzt wieder die Erziehung, italienische Erziehung. Dass den Kindern gewisse Sachen mitgibst. Hey, im Fall doch, ihr müsst auch können miteinander, so wie wir, Mami und Papi, miteinander können. Oder? Und das probieren wir halt schon daheim so zu lösen. Jetzt habt ihr ja schon eine ordentliche Anzahl an Mitarbeitern. Wie geht ihr mit dieser Verantwortung um? Weil da hängen ja ganz viele Schicksale dran. Ich glaube am Anfang, also heute ist es, wir tun es vielleicht brutal, aber heute ist man es gewöhnt. Aber am Anfang, so die ersten Wochen, das war Horror für mich. Letizia hat das gut auf den Punkt gebracht, so in den ersten 2 Wochen, als wir selbstständig sind. Du bist dann klar, wir haben jetzt über 30 neue Kinder. Oder musst erziehen, nein, du musst die auf den richtigen Weg bringen. Oder? Dass sie so laufen, wie es gewünscht ist. Es ist nicht einfach. Es hat verschiedene Charaktere. Es ist so wie im Freundeskreis. Du musst es pflegen. Und wenn du es nicht pflegst und machst, dann wird es halt nichts daraus. Oder, ja. Ja, und du hast immer unsere Einflüsse, die eine grosse Rolle spielen. Und wenn du bei uns schaust, ist unsere Selbstständigkeit am Anfang sehr, sehr, ich sage problematisch, aber fordernd gewesen, dass wir die Übernahme nicht so haben können zelebrieren, nach in der Theorie weiterführen mit Vorgängern, wie das Plan war, sondern völlig unterschiedliche Meinungen zur Sache haben. Und das macht es dann natürlich noch mal schwerer, weil du übernimmst ja eine Agentur mit den Mitarbeitern und
die sind zum Teil halt auch noch sehr dankbar meinem Vorgänger, was ich völlig verstand. Und dann musst du den Kulturwandel auch machen. Also wir sind sehr patriarchisch geführt worden. Und wir sind dann halt gekommen, ich und habe gesagt, ich will hierarchisch führen. Ich möchte gerne, dass man Innovation leben kann, nicht nur auf die Fahne schreiben. Also jeder darf da drinnen in seinem Entscheidungsmaß, in seinem Gärtchen entscheiden, als wäre er selbstständig. Und wenn es dann halt einmal ein Fehlentscheid ist, dann tun wir ihn aufarbeiten und nächstes Mal machen wir ihn nicht mehr. Aber das ist für viele wie ein Vakuum, wie ein Schock gewesen. Und wenn du sagst, wie ist das mit so vielen Leuten Verantwortung haben, es ist extrem schwer, weil wenn du mit Menschen zu tun hast, sind sie unterschiedlich in den Bedürfnissen, in der Art und Weise, wie sie möchten, dass man mit ihnen kommuniziert. Und dann kann das auch noch tages- oder situationsabhängig sein. Und das macht es einfach nochmal nahrhafter, oder? Und gerade in dem Bereich, wo ihr euch befindet, ist ja ein rechtes People-Business. Also nicht nur mit den Kunden, sondern eben auch mit den Mitarbeitern. Vertriebler sind Divas. Gute Vertriebler sind vergleichbar mit guten Spitzensportlern. Und die genießen die Bühne, die brauchen aber auch immer wieder Momente, wo sie Energie holen können. Weil es gibt immer wieder Momente in einem Beraterleben, da macht man eigentlich alles richtig und am Schluss ist man gleich irgendwie für etwas die schuld oder es funktioniert nicht. Und das sucht echt Energie. Was ist schwieriger, eine Beziehung oder ein Unternehmen zu führen? Beziehung, sage ich jetzt. Weil irgendwo musst du die ja auch pflegen im Alltag, oder? Aber wir gehen so wie, du gehst trotzdem irgendwie verloren, aber du musst dich doch wieder aufraffen und wieder finden, oder? Und das ist natürlich schön. Zum Beispiel jetzt heute habe ich ihm gesagt, das ist mega schön, wir machen heute wieder mal etwas zusammen. Auch so ein Stündchen, 1,5 Stunden. Einfach nur wir zwei, ist egal. Ob nur jetzt einen Kaffee trinken. Und das geht ein bisschen verloren. Das Geschäft, das läuft. Aber die Beziehung selber, die muss ja natürlich auch irgendwo wieder seinen Weg finden, oder? Man wächst natürlich, oder? Mit Situationen, die man im Alltag gelernt hat, oder? Also charaktermäßig und sonst wachst du als Mensch. Aber irgendwo musst du dich doch wieder finden, als Mann und Frau. So Kleinigkeiten, und das finde ich jetzt... aber ich bin Gott froh, wir meistern das sehr gut. Was hast du? Hey, es ist schwer zu sagen. Ich glaube, wenn du Unternehmer bist, auch wenn du es nicht willst, das ist dir einfach prägnant im Kopf. Es gibt Tage, da kannst du nicht so einfach abschalten. Es gibt Tage, da geht das zack, zack. Was man aber auch muss lernen, Unternehmer sein, und das habe ich auch müssen lernen, dass das einfach nicht kannst. Du bist nicht geboren zu dem. Und du nimmst sehr viel mit ins Private hinein. Und ich kann das nicht so teilen, wie die Leute das sagt, dass Beziehung ist schwer. Ich glaube, alles ist eine Beziehung und alles fordert dich. Es ist einfach situativ, was fordert dich gerade mehr als das andere. Wichtig ist, dass keins von dem völlig vernachlässigt auf null. Aber es gibt immer Momente, wo du im einen Bereich aktiver musst sein als im anderen, ob es das privat oder geschäftlich ist. Habt ihr Momente gehabt, wo ihr auch Zweifel habt? An uns? Nein. Nein, an uns zwei. Oder an der Entscheidung? An der Entscheidung? Absolut, absolut. Aber an der Beziehung? Nein. Wo würde jetzt sagen, hey, nein, wir haben das jetzt übernommen. Und wir stellen uns jetzt irgendwie zur zweiten Wahl oder so. Nein, das ist gar nicht zur Frage. Wir haben uns da wirklich durchgebissen. Auch sonst, oder, vorher, wo er mehr geschafft hat. Es ist immer... nein, es ist nie vorgekommen, dass wir jetzt an uns selber zweifelt haben, sondern vielleicht eben an die Situation, dass wir die übernommen haben. Ja. Also, dass er den Schritt gemacht hat. Schon, ja. Das schon. Ich nehme an, ihr habt das sicher auch schon einmal gehabt, dass ihr am Sonntagmorgen im Bett gelegen sind und gemerkt habt, der Körper sagt euch jetzt einfach liegen bleiben. Habt ihr sicher auch wahrscheinlich schon Momente gehabt, wo ihr keine Motivation gehabt habt, oder vielleicht der Monday Blues, wo ihr am Montag am Morgen einfach gefunden habt, wieso ist jetzt schon wieder Montag? Wenn ihr so eine Situation habt, wie findet ihr die Motivation wieder aus diesem Loch rauszukommen? Also ich hatte noch nie so einen Tag gehabt, Gott sei Dank. Ich aufstehe tue ich immer. Ich bin eigentlich dadurch, das ist mein Glück. Wenn ich einmal aufstehe, ist gut. Montage sind bei mir immer sehr nahrhaft. Also seit ich selbstständig bin, alle in meinem Umkreis lachen, wenn ich das sage, aber wir haben so einen Montagsfluch.
Der Montag ist immer 100% anders, als wir gedacht haben. Darum, ich habe dir vorher gesagt, ich freue mich extrem, heute mal da zu sein am Montag. Ja, es gibt Momente, wo einem wirklich alles abverlangt. Und dann gibt es zwei Varianten. Das eine ist so der Alltag, hat man daheim irgendwo noch im Fangnetz. Das hilft halt jetzt, dass die Letizia mit mir zusammenarbeitet. Sie hat ein gewisses Grundverständnis für den Job und für die Situation. Aber was mir auch hilft, ich habe aktiv einen Coach. Am Anfang habe ich mir gedacht, wenn einer einen Coach braucht, dann hat er irgendwo einen Flick-up. Oder jetzt sind wir vergleichen mit einem Psychologen. Nein, ein Coach ist ein Sparringpartner, der dich zu gewissen Sachen einfach auch challenged. Wie du selber bist. Vielleicht bist du in gewissem einfach auch zu fest in eine Situation verrennt und so. Und dort ist so ein bisschen, man macht etwas für seinen Körper, man geht Sport machen und so, aber das Gleiche ist einfach die Seele. Das ist ganz wichtig. Also das heißt, du hast einen Coach, der mit dir Sport macht? Nein, ich habe einen Coach, der mich so ein bisschen durch den Alltag begleitet, wenn ich ihn brauche. Ja. Mir auch gewisse Sachen zeigt, die ich für mich im Alltag nutze. Und seit ich das mache, bin ich viel ausgelassener, weil du musst dir einfach eins vorstellen, wenn du ständig völlig unter Strom bist, weil es rundherum eigentlich nur noch kracht, auf gut Deutsch gesagt, oder einfach Problemstellungen auf dich zukommen. Gerade jetzt in der Übergangszeit, die letzten 2 Jahre, die wir hatten, wo eigentlich von außen sehr, sehr, sehr viel Kritik gekommen ist, wo du dich einfach auch nicht hast wehren können. Die Basis von dieser Kritik ist irgendwie jemand gesehen, der gefunden hat, du machst jetzt das falsch, nicht wie er. Und da musst du schon irgendwie mit der Zeit, ist dein Schutzfilter wie eingeschossen. Das ist wie ein Fliegennetz, das Löcher hat. Und da musst du für dich schon wieder den Rahmen finden, um dich ein bisschen fangen innerlich. Und da hat auch mir schon geholfen, mit gewissen Sachen, die ich heute im Alltag nutzen kann und durch das viel ausgeglichener bin. Auch nicht gerade immer emotional auf allem, weil das pauscht dich nur noch mehr auf und beschäftigt dich dann. Klar. Jetzt würde ich trotzdem noch gerne auf deine Herkunft zurückkommen. Dein Vater ist aus Pakistan, Genau, deine Mutter ist Schweizerin. genau. Sie haben sich sehr früh getrennt. Also das heißt, du bist eigentlich in einer Familie aufgewachsen, wo die Eltern getrennt waren. Wie sehr hat dich das geprägt? Ja, wie soll ich das sagen? Meine Mutter hat eigentlich immer in dieser ganzen Zeit, ich kann mich erinnern, 2 Partner gehabt. Und die waren eigentlich immer sehr nah gewesen. Und dann hatte ich halt wirklich das Glück gehabt, dass ich eben, wie gesagt, bei meinen Grosseltern gross geworden bin. Und mein Grossvater hat sich früh pensionieren lassen, ich die 1. Klasse bin und ich eigentlich dort immer eine Vaterfigur gehabt. Eine sehr enge Bindung dort. Und prägt sonst nicht gross, weil ich muss sagen, heute als Erwachsene sagen, das gibt es heute nicht mehr viel. Also meine Eltern haben, ich kann mich an keinen Zeitpunkt erinnern, wo die Streit hatten. Ich habe keine Erinnerung, dass ich einen Geburtstag oder Weihnachten ohne meinen Vater gefeiert habe. Es ist wirklich eine Patchwork-Familie bis heute. Meine Mutter mag sehr viel meinen Vater immer noch. Und von dem her gesehen, spüre ich da kein Manko. Aber halt auf Basis, dass meine Großeltern da waren. Sonst wäre das anders gewesen, wäre es gar nicht möglich gewesen. Bist du jemals aufgrund von deinem Aussehen anders behandelt worden? Oh ja, das gibt es viel. Auch heute noch? Indirekt ja. Also das geht ein bisschen in das rein, was Letizia sagt. Wenn du nicht gut bürgerlich schweizerisch heisst und nicht gerade danach aussiehst, musst du für den ersten Eindruck viel mehr machen. Mein Vorteil ist, dass ich einen Schweizer Vornamen habe und dass meine Ausdrucksweise mit dem Dialekt ist, der da ist, weil ich halt nichts anderes kenne. Aber ich merke das jetzt auch bei unseren Kindern. Ich meine, wir haben immer wieder Themen, weil wenn unsere Kinder frische Lehrer haben oder so, dann tut man den Nachnamen anschauen und dann meint man, da kommt irgendwie ein älterer Teil, der Gastarbeiter ist oder wo schlecht Deutsch kann. Und das ist einfach nicht so. Oder? Und unsere Kinder werden halt auch schnell abgestempelt, müssen in Nachhilfe, zweite Muttersprache und so Sachen. Und das finde ich schade, dass wir das heute noch haben. Im Berufsleben, muss ich dir ganz ehrlich sagen, sind die, jetzt für mich in meinem Metier, wo entweder zweite Generation sind oder Mischling, die besseren Arbeitskräfte. Und zwar nicht, weil sie gescheiter sind oder intelligenter, weil sie aus ihrem Multikulti viel mehr Erfahrungen im Zwischenmenschlichen mitbringen. Stimmt. Und weil sie vielleicht auch sich mehr haben müssen beweisen. Ja. Wir sind alle so, dass uns nichts geschenkt worden ist. Uns ist nichts geschenkt worden, auch in dieser Selbstständigkeit. Ich habe keinen einzigen Elternteil oder Familienteil, der selbstständig ist. Ich habe viele
seit den Eltern meisten Staatsangestellte. Und ich bin der einzige Vertriebler gewesen. Also ich habe nie irgendwo eine Referenz gehabt, wo ich sagen konnte, oder irgendwie ein Götti oder ein Elternteil gehabt, wo irgendwie eine Firma hatte. Ich musste alles allein lösen. Und in diesen 20 Jahren mein Netzwerk völlig allein aufbauen. Und klar tut man dann auch Anforderungen stellen an seine Leute so, weil man es ja selber so erlebt. Was würden die jungen Leute raten, die das Gefühl haben, dass sie aufgrund von ihrer Herkunft limitiert sind oder diskriminiert werden? Zeigen, dass sie es besser können als alle anderen. Das ist das Beste. Nicht aufgeben. Nach unserer Erfahrung jetzt, also nach meiner Erfahrung, ist einfach zeigen, ihr könnt es besser. Nicht aufgeben. Es gibt Momente, wo du nicht magst, aber raff dich auf. Es gibt irgendwo eine positive Person an diesem Tag, die dich sagt, hey, du bist so wunderbar, du machst das toll, und das gibt dir gerade wieder den Weg zum Weitermachen. Das ist eine schöne, nach meiner Erfahrung, das ist das Schönste jetzt, was ich Ihnen mitgeben kann. Einfach nicht aufgeben. Das ist... Ich glaube, es ist im Nachhinein ein Vorteil. Wenn du keinerlei Situation hast, wo du dich nicht 100% einbringen musst, ist das ein Nachteil in der Entwicklung später. Wenn du jetzt nicht aus diesen Situationen heraus geboren bist oder lebst, wo dir Vorteil gibt, hast du alle Karten selber in der Hand. Und das ist ein Luxus, wo nur die Generation oder die in dieser Situation nicht sind, wie wir das gesehen haben. Klar ist es steinig, klar ist es schmerzhaft. Aber wenn du 5 Jahre zurückschaust, hast du viel mehr erreicht und viel mehr Erfahrungen für die Zukunft, als die im geschützten Rahmen waren. Und du musst dankbar sein für das. Wir haben hier eine Situation in diesem Land, als es für jede Türen offen hat. Früher hat man immer gesagt, der amerikanische Traum vom Tellerwäscher zum Millionär. Wir haben hier genau das Gleiche. Es muss nicht Millionär sein. Vom No-Name zu jemandem sein. Und zwar nicht nach außen, für sich selber die Identität finden. Und da haben wir es vorher davon gehabt, Stärken und Talent. Das geht genau in das hinein. Ja. Und du darfst dich von dem nicht bremsen lassen. Und dann schlägst du halt 1-2 Mal den Kopf an. Mein Gott, dann ist es halt so. Aber du weißt ganz genau, dass das nicht passt. Andere, die irgendwie Sohn von jemandem sind, die haben ja gar nicht unter Umständen die Gelegenheit, das zu machen, was sie wollen. Und das muss man mal aus dieser Optik anschauen, dass wir frei können wählen, was wir machen. Ich habe euch noch 2 Dilemmas mitgebracht aus unserer Community. Wäre es okay, wenn wir die mal zusammen anschauen würden? Ja. Perfekt, dann let's go. Ich habe euch hier 2 Couverts und 2 Dilemmas drin. Und darf ich dir mal, Letizia, das erste Dilemma geben? Ich bin in einer Beziehung und wir verstehen uns gut, aber ich merke, dass ich beruflich wachsen möchte und dafür vielleicht Risiken eingehen oder sogar einen anderen Weg einschlagen müsste. Soll ich mich eher für die Beziehung konzentrieren und Stabilität behalten oder meinen eigenen Weg gehen, auch wenn das Spannungen oder Veränderungen mit sich bringt? Was würdest du jetzt dieser Person raten? Ich sehe mich hier auch ein bisschen. Ja. Patrick hat jetzt den Weg machen und ich habe ihn unterstützt. Ich wünsche jetzt, dass die Person jetzt vielleicht auch jemand also er oder er hinter ihr steht und sagt, hey, im Fall, ja, mach's. Also eine Positivität hinter sich bringt und dann ihr auch den Weg gibt oder ihm auch den Weg gibt, die Veränderung zu machen. Also das heisst, du würdest es jedes Mal wieder machen? Ja. Ja, würde ich machen. Ich glaube, er würde es auch für mich machen, oder? Doch. Doch. Das heisst, du würdest das dieser Person in diesem Fall nachlegen, einfach go for it? Ja. Ich meine, du siehst dann auch die Partnerschaft. Ja, genau, ob sie stark ist. Ja. Und es ist ja ein Miteinander wachsen. Wieso man kann sich ja gegenseitig etwas gönnen. Vielleicht
wird der Partner oder die Partnerin auch sagen, hey, im Fall, weißt du was, wenn du so einen Schritt machst, komm, ich probiere auch etwas Neues aus. Bleib nicht in meiner Komfortzone. Oder vielleicht mit, eben, sei es jetzt beruflich oder privat etwas Neues probieren. Ja. Perfekt. Dann würde ich dir, Patrick, das zweite Dilemma geben. Wenn man jeden Tag mit Risiken arbeitet und genau weiß, was alles passieren kann, lebt man automatisch vorsichtiger. Aber genau dieses Denken kann einem auch davon abhalten, mutige Entscheidungen zu treffen. Soll ich mein Leben wie eine Versicherung führen, gut abgesichert, oder wie ein Unternehmer, der bereit ist, auch manchmal ins Ungewisse zu gehen? Ja, ist wie auf mich zugeschnitten. Ja, man muss das ein bisschen differenziert anschauen. Jeder hat x Risiken, das ganze Leben, das er macht. Also einer, der eine Zigarette anzündet oder so eine E-Zigarette dran zieht, der lebt mit jedem Zug mit dem Risiko, dass man vergiftet. Einer, der zu viel Alkohol trinkt und mit dem gewisse Alltagssorgen oder Stresslevel runtertut, geht mit dem Risiko, dass er. Und dann ist halt die Frage, wenn ich das alles nicht mache, ist mein Leben noch lebenswert? Ja. Und das ist so eine Abwägung, wo wirklich nicht irgendwie einfach ist für jeden, aber für sich selber muss man es finden. Und ich glaube einfach, dass die Situation eine Rolle spielt hier. Ist es etwas, das mich belastet? Dann muss ich genau anschauen, ist mir für mich wohler, ich gehe den sicheren Weg, oder ich mache jetzt eine Veränderung. Kann zum Beispiel sein in einer Beziehung, dass ich merke, hey, die Beziehung ist toxisch, die tut mir nicht gut. Oder auch im Geschäft, es gibt eine Situation, wo mich belastet, und die Situation kann man nicht lösen, dann muss ich mich verändern. Oder ist es eine Situation, wo das Geschäft sich verändern kann, oder die Situation. Und darum gibt es hier kein Rezept, wo man jetzt sagen kann, es ist so oder es ist so. Ich glaube, wichtig ist, dass man als heutiger Mensch in dieser schnelllebigen Zeit mit diesen verschiedenen Medien versteht, dass man sich in der Situation finden muss und dass man sich selber treu sein muss. In erster Linie muss man sich selber treu sein, weil Zufriedenheit, das kannst du dir nur selber geben. Das kann dir keiner schenken. Aber du kannst durch ganz viel Unzufriedenheit an ganz viel nebendurchlaufen, wo im Moment vielleicht gut wäre für dich. Und ich bin einfach der festen Überzeugung, dass man heute offen sein muss für Neues. Aber man darf Disziplin nicht verlieren, weil heute sind Tür und Angel so weit offen, so viel zu machen, dass man dann halt auch sehr leicht dazu tendiert, oh, das hat jetzt eine Woche, 2 oder einen Monat oder 6 Monate nicht geklappt. Ich mache jetzt wieder etwas Neues. Und man durch das vergisst, dass man immer wieder von Null anfängt. Also, man geht unfreiwillig immer wieder aus der Komfortzone, aber um 180 Grad, statt dass man dort, wo es vielleicht noch nie so ist, ein Schritt rausgeht und probiert, die Situation wieder zu verbessern. Und wenn ich heute schaue, was wir so antreffen, ist es schon so, dass wir halt einfach merken, dass viele Leute zu wenig in sich selber hineinschauen, selbstkritisch sind. Das ist immer der andere. Die Situation ist das Problem und es ist unbequem. Und wenn ich in den sozialen Medien schaue, dann sehe ich hunderte andere im gleichen Moment. Denen geht es so gut. Wieso mache ich das eigentlich so? Und das ist für mich der tragende Punkt. Aber jeden Tag muss man Risiken eingehen. Man muss seine Risiken kennen, man muss Erfahrungen sammeln. Das macht eine Versicherung nicht anders. Für eine Versicherung ist es wichtig, ihre Risiken zu kennen. Und die lernt man halt auch kennen, wenn man mal noch immer zahlen muss. Und das ist im Leben nicht anders. Das ist so. Zum Abschluss gibt es einen Ratschlag, der euch von irgendjemandem mal weitergegeben worden ist, der euch bis heute begleitet? Ja, es sind viele Ratschläge. Nein, ich glaube, es ist einfach sich selber treu bleiben, an sich glauben. Das ist, was ich jetzt am wichtigsten mitnehme. Und auch mal eben von Fehlern daraus lernen und nicht immer aufgeben, so schnell. Wir haben zum guten Glück nicht aufgegeben und sind stärker geworden mit den Fehlern oder sonstigen Situationen, die uns jetzt begleitet haben, die 3 Jahre. Und da kann ich sagen, hey, im Fall, wir haben es geschafft bis jetzt. Macht unbedingt weiter so.
Ihr seid ein ganz tolles Paar. Ich habe euch jetzt schon mehrmals dürfen begegnen. Ich habe euch erlebt. Ihr lebt, ihr sprüht Energie aus und macht unbedingt weiter so. Ich wünsche euch ganz viel Glück auf eurem weiteren Weg, beruflich wie auch privat. Danke vielmals, dass ihr uns diesen Einblick gewährt habt in vermeintlich komplett normalen Alltag mit trotzdem vielen Hindernissen und Herausforderungen. Und ich finde, als Außenstehende, ihr meistert das wunderbar. Eine grosse Inspiration für andere Menschen. Und danke vielmals für eure Zeit heute. Wir danken Danke dir. Martin. Danke auch. Danke schon vielmals.